Ja, ciao meine Freunde. Wir behandeln heute einer meiner Lieblingsthemen, und zwar Pizza. Und deswegen zeige ich euch heute, wie ich einen leckeren Pizzateig zubereite, sozusagen als Grundrezept. Und wir legen auch gleich damit los und fangen an. Also auf geht's, viel Spaß. Nun, für diesen Pizzateig gebe ich dann zuerst mal die Hefe in das Wasser hinein und verrühre das Ganze. In einer weiteren Schüssel gebe ich das Mehl hinzu und das Salz, und das verrühre ich auch ganz kurz miteinander. Gleich danach gebe ich dann anschließend das Wasser mit der Hefe hinein und auch noch das Olivenöl. Wer kein Olivenöl im Pizzateig haben möchte, der muss auf der anderen Seite natürlich die Menge an Wasser erhöhen, und zwar um 25 Milliliter. Aber in meinen Teig kommt einfach Olivenöl hinzu. Grob kneten wir dann schon mal den Teig vor. Ja, und lassen ihn später für 30 Minuten ruhen. Erst dann kneten wir den Teig dann richtig ausgiebig durch. Den Unterschied werdet ihr merken. Beim ersten Mal durchkneten ist der Teig noch richtig klebrig. Für das zweite Mal durchkneten bereiten wir einfach die Arbeitsfläche noch mit ein bisschen Mehl vor und dann geben wir dort den Teig drauf und kneten den mindestens für 10 Minuten, wenn nicht noch länger. Ja, wie kneten wir den Teig durch, würdet ihr euch fragen. Ja, ganz einfach. Wir nehmen den Handballen der Hand und drücken und ziehen den Teig immer wieder damit auseinander. Und das sehr oft. Wer möchte, kann natürlich eine Maschine nehmen, aber ich nehme immer die Hand dazu, um so einen richtig leckeren Pizzateig herzustellen. Seit ich so viel Energie in den Pizzateig reinstecke, umso besser schmeckt die Pizza, finde ich. Und wenn man dann mit dem Finger in den Teig reinsticht und der Teig kommt wieder raus, dann ist er elastisch genug und man kann weitermachen. Zum Beispiel, indem man dann den Teig in 3 gleich große Teile teilt. Ja, und so muss der Teig dann aussehen, genau so. Aber jetzt braucht der Teig seine Zeit noch, und dafür habe ich so einen großen Behälter gekauft mit Deckel. Und dann gebe ich Mehl auf den Boden, so eine Schicht, und nehme die 3 Teiglinge und forme daraus 3 Kugeln. Natürlich lege ich dann diese Teiglinge in den Behälter mit Abstand hinein, weil der Teig, der geht noch. In dem Zustand, wie der Teig jetzt gerade ist, klebt er nicht mehr an der Hand fest. Und wenn die Teiglinge dann fertig sind, schön rund sich im Behälter befinden, dann geben wir einen Deckel drauf und wir lassen das Ganze für circa 1 Stunde bzw. 1,5 Stunden lang ruhen. Also ich wähle diesen Grundteig aus, wenn ich kurzfristig entschieden habe, dass ich zum Beispiel am Abend Pizza machen möchte. Dann möchte ich den Pizzateig nicht über Nacht im Kühlschrank belassen, sondern ich möchte in 3 Stunden Pizza machen. Und jetzt schaut euch mal die Teiglinge an, wie schön die aufgegangen sind und wie schön sie jetzt aussehen. Ja, jetzt haben wir natürlich den Ofen schon lange vorgeheizt, weil jetzt gehen wir ans Werk. Jetzt machen wir aus den Teiglingen dann Pizzas. Ja, und mit den Fingern fange ich immer an, so wie hier. Und wichtig ist dabei, dass bei der Pizza immer ein Rand übrig bleibt. Ja, und wenn dann der Teig eine gewisse Form schon hat, dann ziehen wir ihn dann auch noch vorsichtig weiter auseinander. Aber nie den Rand zerstören, der ist ganz wichtig. Und wenn dann der Teig fertig ist, dann könnt ihr ihn so belegen, wie ihr möchtet. Zum Beispiel als Pizza Margherita oder Pizza Salami oder Pizza Napoli
Oder. Es gibt so viele Möglichkeiten, eine Pizza zu belegen. Natürlich versuche ich immer, dass die Pizza schön rund wird. Nach gewisser Zeit der Übung konnte ich das natürlich jetzt besser. Zum Beispiel habe ich hier jetzt eine Pizza mit Schinken. Und Leute, die sieht doch super aus. So muss eine Pizza aussehen. Oder so eine Pizza Salami. Die ist geschmacklich natürlich auch voll der Hammer. Aber wie schon gesagt, ihr könnt sie belegen, wie ihr wollt. Aber ihr seht, es geht ganz einfach, eine Pizza selbst herzustellen im eigenen Ofen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspiration bekommen. Nun, wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Nobbys Kochstunde. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt am Ball und bleibt gesund.